Diese Gartenarbeiten solltest du jetzt lieber lassen. Willst du deinen Garten fit für die nächste Saison machen? Dann lohnt es sich, kurz innezuhalten und Rechen und Schere erstmal stehen zu lassen. Klingt komisch? Ich zeige dir, warum die größten Gartenfehler oft aus blindem Übereifer entstehen und wie du mit gezieltem Faulenzen deinen Pflanzen wirklich etwas Gutes tust. Hallo und herzlich willkommen hier bei mir im Garten. Schau dich mal um. Es ist still geworden, oder? Der Rausch der Farben aus Sommer und Herbst ist vorbei. Die Natur atmet durch, sie sammelt Kraft. Und genau das ist der Punkt. Es ist die offizielle Ruhephase. Und was machen wir Gärtner? Oft aus reiner Gewohnheit oder diesem zwanghaften Drang nach Ordnung stürmen wir los, bewaffnet mit Schere, Rechen und Spaten und wollen alles aufräumen und winterfest machen. Glaub mir, ich kenne das nur zu gut. Früher, vor vielen Jahren, war ich ganz genauso. Kaum war das letzte Blatt gefallen, musste bei mir alles picobello aussehen. Jeder Stängel wurde gekappt, jedes Blatt vom Rasen gefegt. Ich war felsenfest davon überzeugt, meinem Garten damit einen riesigen Gefallen zu tun. Das Ergebnis? Jedes Frühjahr der gleiche Frust, kümmerliche Pflanzen, Frostschäden, seltsame Krankheiten und Totalausfälle. Es hat eine Weile gedauert, bis bei mir der Groschen gefallen ist. Mein Übereifer war das Problem. Ich habe gelernt, dass Gärtnern in dieser stillen Zeit vor allem bedeutet, die Hände in die Taschen zu stecken, zu beobachten und der Natur einfach mal zu vertrauen. Weniger ist jetzt fast immer mehr. Heute will ich meine wichtigsten Lektionen mit dir teilen. Ich zeige dir die 7 häufigsten Fehler, die aus diesem Aufräumwahn entstehen, und erkläre dir ganz genau, warum es deinen Pflanzen, dem Boden und unzähligen kleinen Gartenbewohnern viel besser geht, wenn du diese Arbeiten jetzt einfach sein lässt. Lass uns gemeinsam die Kunst des gärtnerischen Nichtstuns meistern. Die 7 Fehler. Fehler Nummer 1. Der übereifrige und verfrühte Rückschnitt. Fangen wir direkt mit dem größten und häufigsten Fehler an: der Griff zur Schere zur absolut falschen Zeit. Ich versteh's ja, es sieht unordentlich aus. Verwelkte Blüten an den Hortensien, trockene Gräser, die im Wind tanzen, und Stauden, die nur noch wie braune Skelette aussehen. Der Inner Monk schreit förmlich: Schnipp, schnapp, Ordnung schaffen. Aber bitte, widerstehe diesem Drang. Warum ist das so schädlich? Jeder Schnitt ist eine offene Wunde für die Pflanze. Im Frühling und Sommer, wenn sie voller Saft und Kraft ist, würde sie sofort reagieren und die Wunde verschließen. Aber jetzt, in der Winterruhe, ist ihr Stoffwechsel auf Sparflamme. Die Wunde bleibt monatelang offen. Ein offenes Scheunentor für Pilzsporen und Bakterien. Krankheiten wie Obstbaumkrebs oder die gefürchtete Rotpustelkrankheit haben bei kalter, feuchter Witterung leichtes Spiel. Dazu kommt die Frostgefahr. Eine frische Schnittwunde kann nicht verheilen und das Gewebe drumherum wird extrem frostempfindlich. Die Kälte kriecht tief in den Stängel oder Ast und schädigt ihn nachhaltig. Oft sterben nicht nur die Bereiche um den Schnitt herum ab, sondern auch die Knospen darunter, die für den Neuaustrieb überlebenswichtig sind. Schauen wir uns das mal an ein paar Beispielen an. Rosen. Viele stutzen ihre Rosen im Herbst kräftig zurück. Ein fataler Fehler. Ein Herbstschnitt kann die Rose dazu anregen, nochmal neu auszutreiben. Diese jungen, weichen Triebe haben keine Chance, vor dem Frost auszureifen. Sie erfrieren unweigerlich und schwächen die ganze Pflanze. Lass die Rose einfach, wie sie ist. Der richtige, formgebende Schnitt kommt erst im Frühjahr, wenn die Forsythien blühen. Das ist die beste Faustregel. Hortensien. Gerade bei den beliebten Bauernhortensien sind die alten Blütenstände vom letzten Jahr der perfekte, natürliche Winterschutz für die neuen Knospen, die direkt darunter schon lauern. Schneidest du die alten Blüten jetzt ab, liegen diese empfindlichen Knospen nackt und schutzlos im Frost. Das Ergebnis? Keine oder nur mickrige Blüten im nächsten Sommer. Also Finger weg, auch wenn's nicht perfekt aussieht. Im Frühjahr, wenn keine strengen Froste mehr drohen, kannst du sie direkt über dem ersten neuen Knospenpaar kappen. Ziergräser. Die Halme von Chinaschilf oder Pampasgras sind nicht nur wunderschön, wenn Raureif sie verzaubert. Sie haben eine überlebenswichtige Aufgabe. Sie schützen das Herz der Pflanze, also die Basis, vor Nässe und Frost. Schneidest du die Halme ab, läuft Regen und Schnee direkt ins Zentrum.
dort gefriert es und das Herz der Pflanze verfault. Das ist oft das Todesurteil. Binde die Halme lieber locker zusammen, das verstärkt den Schutz. Geschnitten wird erst im späten Frühjahr, kurz bevor die neuen Triebe sprießen. Stauden, Sonnenhut, Fetthenne, Astern. Ihre vertrockneten Samenstände sind nicht nur dekorativ. Sie sind eine lebenswichtige Futterquelle für Vögel und in den hohlen Stängeln überwintern unzählige nützliche Insekten. Wenn du hier alles platt machst, raubst du ihnen Nahrung und ein sicheres Zuhause. Auch hier gilt, warte bis zum Frühling. Das Prinzip ist also klar. Die Natur hat sich mit dem eigenen Abfall einen cleveren Winterschutz gebastelt. Nehmen wir ihn nicht weg. Der richtige Zeitpunkt für fast jeden Schnitt ist das Frühjahr. Fehler. Nummer 2. Der kahle Boden, falsch verstandene Ordnungsliebe. Der zweite Kardinalsfehler knüpft direkt an den ersten an. Das restlose Entfernen von Laub von den Beeten. Ich nenne das den sterilen Garten. Viele denken, ein sauberer Boden sei gesund. Das Gegenteil ist der Fall. Im Wald fegt auch kein Gärtner den Boden. Und genau das sollten wir uns zum Vorbild nehmen. Die Laubschicht ist die natürliche Winterdecke des Bodens und ein wahres Multitalent. Isolation. Eine lockere Laubschicht schützt die Wurzeln von Stauden und Sträuchern vor dem Durchfrieren bei Kahlfrost, Frost ohne Schnee. Der Boden bleibt darunter wärmer und das Leben darin aktiv. Schutz für Bodenhelden. Im Boden wimmelt es von Milliarden Mikroorganismen und Regenwürmern. Sie sind deine unsichtbaren Helfer für einen fruchtbaren, lockeren Boden. Räumst du die Decke weg, ist der Boden Kälte und Regen schutzlos ausgeliefert. Er verschlemmt und wird hart. Gratisdünger. Über den Winter zersetzen die Bodenlebewesen das Laub zu wertvollem Humus. Pures Gartengold. Wer sein Laub mühsam in Säcke packt, wirft quasi den besten Dünger für das nächste Frühjahr weg. Lebensraum. Unter der Laubdecke überwintern Igel, Kröten und unzählige Insekten. Ein aufgeräumter Garten ist für sie eine lebensfeindliche Wüste. Ein Laubhaufen in einer stillen Ecke ist das beste Geschenk, das du der Tierwelt machen kannst. Klar, eine Ausnahme gibt es. Auf dem Rasen sollte das Laub nicht liegen bleiben, weil es dem Gras das Licht nimmt. Aber anstatt es zu entsorgen, räche es einfach zusammen und verteile es unter Hecken und auf den Beeten. Eine 5 bis 10 cm dicke Schicht ist perfekt. Und noch ein Profitipp. Bei Pflanzen, die sehr anfällig für Pilzkrankheiten sind, wie Rosen mit Sternrostau, kann es sinnvoll sein, nur dieses befallene Laub zu entfernen, um eine Neuinfektion im nächsten Jahr zu verringern. Fehler. Nummer 3. Den Boden umgraben oder betreten. Jetzt, wo der Boden kalt und oft nass ist, will er vor allem eines: seine Ruhe. Der klassische Spatenstich im Herbst, den viele noch von Opa kennen, ist nach heutigem Wissen für die meisten Böden pures Gift. Warum? Ein gesunder Boden hat eine über Jahre gewachsene Struktur mit unzähligen Gängen und Poren. Wenn du jetzt umgräbst, bringst du dieses empfindliche Gefüge komplett durcheinander. Die verschiedenen Bodenschichten mit ihren spezialisierten Lebewesen werden auf den Kopf gestellt. Viele dieser so wichtigen Mikroorganismen und Regenwürmer sterben ab. Gerade bei schweren, nassen Lehmböden erreichst du mit dem Umgraben das genaue Gegenteil von Lockerung: massive Verdichtung. Im Frühling hast du dann eine harte, klumpige Masse. Die Natur gräbt nicht um. Sie arbeitet von oben. Laub fällt zu Boden und wird von den Bodenorganismen eingearbeitet. Genau das ahmen wir mit einer Mulchschicht nach. Das schützt und nährt den Boden, ohne seine Struktur zu zerstören. Genauso tabu sollte es sein, gefrorenen oder sehr nassen Boden zu betreten, ganz besonders den Rasen. Läufst du über einen gefrorenen Rasen, brechen die Grashalme wie Glas. Das Ergebnis sind hässliche braune Fußspuren, die sich erst im Frühjahr langsam erholen. Fehler. Nummer 4. Düngen zur falschen Zeit. Das klingt logisch, passiert aber immer wieder, oft aus der gut gemeinten Absicht, den Pflanzen einen Vorsprung zu verschaffen. Aber Dünger, der jetzt ausgebracht wird, ist im besten Fall nutzlos und im schlimmsten Fall schädlich. Eine Pflanze in der Winterruhe braucht keine Nährstoffe, sie schläft. Wenn du jetzt mineralischen Dünger wie Blaukorn streust, können die Wurzeln ihn nicht aufnehmen. Er wird entweder vom Regen ins Grundwasser gewaschen, eine Umweltbelastung und pure Geldverschwendung, oder die hohe Salzkonzentration
schädigt die feinen Wurzeln. Man spricht hier vom Verbrennen. Selbst wenn mildes Wetter die Pflanze zu einem kleinen Austrieb verleitet, ist das brandgefährlich. Die durch den Dünger gepushten Triebe sind weich und nicht frosthart. Der nächste Kälteeinbruch zerstört sie garantiert. Die Pflanze hat dann umsonst wertvolle Energie verpulvert, die ihr im Frühling fehlt. Gedüngt wird erst, wenn das Wachstum wieder beginnt. Eine Ausnahme ist reifer Kompost. Ihn kannst du als dünne Schicht ausbringen. Er wirkt langsam und verbessert den Boden, sodass die Nährstoffe pünktlich zum Start im Frühling verfügbar sind. Aber Finger weg von allen schnell wirkenden Düngern. Man sieht, viele dieser Fehler entstehen nicht aus Nachlässigkeit, sondern aus dem Wunsch, es besonders gut zu machen. Wenn du beim Zuhören merkst, dass weniger tun oft mehr bewirkt, dann begleite Garten Lea gern weiter. Hier geht es um ruhige Entscheidungen für einen lebendigen Garten. Fehler Nummer 5: Radikales Aufräumen, Lebensräume zerstören. Dieser Punkt geht noch einen Schritt weiter als das reine Entfernen von Laub. Es geht um das komplette Ausradieren jeder Form von Unordnung. Die hohlen Stängel von Königskerzen, die leeren Samenstände von Disteln, die dichten Büschel alter Stauden. Für uns sieht das vielleicht tot aus, für die Tierwelt ist es ein 5-Sterne-Hotel mit All-Inclusive-Buffet. In den hohlen Stängeln überwintern die Larven von Wildbienen. Stieglitze und Finken turnen an den Samenständen und picken die letzten ölhaltigen Samen, eine überlebenswichtige Fettquelle. Ein alter Asthaufen ist ein sicheres Quartier für Igel und Zaunkönige. Wenn wir im Herbst alles abräumen, schaffen wir eine biologische Wüste. Ein aufgeräumter Garten ist ein stummer Garten. Ein Garten, in dem die Vögel hungern und im Frühjahr die Nützlinge fehlen, um die ersten Blattläuse zu bekämpfen. Mein Ansatz: Ich lasse fast alles stehen und erfreue mich an den winterlichen Strukturen. Erst im späten Frühjahr, kurz bevor der Neuaustrieb kommt, schneide ich das Alte zurück. Und selbst dann werfe ich es nicht weg, sondern lege es gebündelt in eine Ecke. So können die Insekten, die noch darin schlafen, in Ruhe schlüpfen. Fehler Nummer 6: Streusalz in der Nähe von Pflanzen verwenden. Dieser Fehler passiert oft nicht im Beet selbst, sondern auf Wegen und Einfahrten mit verheerenden Folgen für die angrenzenden Pflanzen. Streusalz ist pures Gift für deinen Garten. Wenn Schnee und Eis schmelzen, sickert das Salz in den Boden. Dort wirkt es wie ein Dieb. Es entzieht den Pflanzenwurzeln das Wasser, obwohl der Boden vielleicht nass ist. Die Pflanze verdurstet quasi am vollen Wassereimer. Die Blätter und Nadeln von Hecken und Sträuchern werden braun und sterben ab. Bäume können langfristig geschädigt werden, weil das Salz die Nährstoffaufnahme blockiert und die Bodenstruktur zerstört. Die Schäden zeigen sich oft erst im Frühling, wenn die Pflanzen nicht richtig austreiben. Die Alternative? Nutze abstumpfende Streumittel wie Sand, Splitt oder salzfreies Granulat. Diese sorgen für Griffigkeit, ohne deine Pflanzen zu vergiften. Auf dem eigenen Grundstück hat Streusalz absolut nichts verloren. Fehler 7: Immergrüne Pflanzen bei Frost und Sonne vergessen. Der letzte Fehler betrifft die Pflanzen, die im Winter oft übersehen werden, weil sie ja noch leben, die Immergrünen. Dazu gehören Kirschlorbeer, Rhododendron, Buchsbaum und Co. Ihr größtes Problem ist die sogenannte Frosttrocknis. Immergrüne verdunsten auch im Winter Wasser über ihre Blätter. Scheint an einem frostigen Tag die Sonne, wird dieser Prozess sogar noch angekurbelt. Das Problem: Der Boden ist gefroren, die Wurzeln können kein Wasser nachliefern, um den Verlust auszugleichen. Die Pflanze trocknet langsam aus. Das Ergebnis sind braune, trockene Blätter im Frühjahr. Viele denken, die Pflanze sei erfroren, aber meistens ist sie verdurstet. Was kannst du tun? Das Wichtigste: Gieße deine Immergrünen an frostfreien Tagen durchdringend. Nutze milde Wetterphasen, um die Wasserspeicher im Boden aufzufüllen. Das ist besonders bei Kübelpflanzen überlebenswichtig. Bei Pflanzen in der prallen Wintersonne kann auch eine Schattierung mit Vlies helfen, die Verdunstung zu reduzieren. Denk also dran, auch im Winter können deine Pflanzen Durst haben. So, das waren sie, die 7 Dinge, die du deinem Garten zuliebe im Winter besser lassen solltest. Fassen wir zusammen: Nicht schneiden, den Boden zudecken, nicht umgraben, nicht düngen, Lebensräume stehen lassen, kein Streusalz und die Immergrünen nicht vergessen.
Du siehst, die Botschaft ist immer dieselbe. Arbeite mit der Natur, nicht gegen sie. Die Winterruhe ist eine extrem wichtige Phase, auch wenn es nicht so aussieht. Es ist eine Zeit der Regeneration und Vorbereitung. Indem wir lernen, gezielt nichts zu tun, geben wir unseren Pflanzen die Chance, gestärkt ins neue Jahr zu starten. Wir fördern einen gesunden Boden, schützen Tiere und sparen am Ende sogar eine Menge Arbeit. Ich weiß, es braucht anfangs etwas Überwindung, die Unordnung zu akzeptieren. Aber ich verspreche dir, dein Garten wird es dir mit gesünderen Pflanzen und mehr Leben danken. Betrachte diese Zeit als Einladung, deinen Garten mit anderen Augen zu sehen. Beobachte, lerne und staune, wie clever die Natur alles eingerichtet hat. Und jetzt bin ich neugierig. Bei welchem dieser Fehler hast du dich vielleicht ertappt gefühlt? Oder welche dieser Arbeiten lässt du schon seit Jahren ganz bewusst sein? Schreib es mir in die Kommentare. Ich bin super gespannt auf deine Erfahrungen. Wenn du mehr solcher Tipps für einen lebendigen Garten möchtest, abonniere jetzt den Kanal, damit wir uns im nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Genieß die Ruhe da draußen und bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dir Zeit für deinen Garten genommen hast. Und für Garten Lea.